Motorräder, die 225 Kilometer pro Stunde erreichen, Motorradfahrer, die Kurven nicht nehmen können. Unartige Jugendliche, die die Straßen Brasiliens unsicher machen. Motorräder sind schnell, aber der Polizei zu entkommen ist schwieriger, als man denkt. Bei einigen der heutigen Fluchtversuche werden wir sehen, dass die Fahrer ohne Eingreifen der Polizei einen Unfall hatten. Wenn sie mit einem Motorrad unterwegs sind und die Polizei sie anhalten will, ist es besser anzuhalten. Andernfalls könnten sie mit ihrem Leben dafür bezahlen. Am 2. Februar 2024 entdeckte eine Streife der Kentucky State Police auf dem Highway 60 ein Motorrad, das mit hoher Geschwindigkeit fuhr. Trooper Probst gab ein Stoppsignal, aber der Fahrer Timothy Egger gab stattdessen noch mehr Gas. Der Polizist nahm sofort die Verfolgung des Fahrers auf. Dieses Motorrad im Harley-Stil schien für eine Flucht nicht besonders geeignet zu sein. Auf geraden Strecken konnte es zwar ausreichend Geschwindigkeit erreichen, musste aber in Kurven langsamer werden. Show me your hands! Put your hands out! Put your hands out now! Put your hands out! Put your hands out! Put your hands out! Keep your hands out! Egger bremste diesmal in der Kurve nicht ab und fuhr mit Vollgas weiter. In der Nähe des Barkley Regional Airport verlor er die Kontrolle und verunglückte. Nach dem Unfall wurde Egger vor Ort verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. You got anything on you? No. God damn, please help me. You shouldn't have ran. Auf der Interstate 49 fuhren 4 Motorräder um die Wette und wurden mit einer Geschwindigkeit von über 90 Meilen pro Stunde gemeldet. Die ruhige Nacht wurde plötzlich von lautem Motorengeräusch erfüllt. Als die Polizei ein Motorrad des Modells Kawasaki Ninja entdeckte und es anhalten wollte, ignorierte der Fahrer die rote Ampel, fuhr wieder auf die Autobahn und beschleunigte auf über 130 Meilen pro Stunde. Das Motorrad fuhr im Zickzack über 3 Fahrspuren und brachte andere Fahrer innerhalb von Sekunden in Lebensgefahr. Auf den Kameraaufnahmen des Polizeifahrzeugs ist zu sehen, dass die Geschwindigkeit bis zu 225 Kilometer pro Stunde betrug. Bei dieser Geschwindigkeit kann schon der kleinste Fehler tödliche Folgen haben.
Als beide Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit fuhren, unternahm der Polizeibeamte seinen ersten Versuch, den Fahrer durch Einengen zum Anhalten zu zwingen. Der Verdächtige konnte sich jedoch davon befreien. Vorerst. Der Fahrer fuhr mit Vollgas weiter und ließ dabei seine Hände vom Lenker, um bestimmte Handzeichen zu geben. Dies war nun weniger eine normale Flucht, als vielmehr eine Provokation. Sure what road this is. About a minute stop. Everybody will stop. Negative, we're still going down the Tokyo. Let's see the road sign. We're coming up on Olive. Die Flucht beschränkte sich nicht nur auf die Autobahn, der Fahrer fuhr aggressiv in die Stadt hinein. An einer Stelle fuhr er auf die Gegenfahrbahn und überfuhr eine rote Ampel. Als das Polizeiauto neben ihm war, berührte der Motorradfahrer die linke Rückseite des Streifenwagens, fuhr aber weiter. In einem letzten Manöver drängte der Streifenwagen das Motorrad kontrolliert auf den Bürgersteig und der Fahrer wurde durch einen Unfall gestoppt. Behind your back. Don't resist, you understand? I said do not resist. Stop. Stop. Was ist das Letzte, was ein Polizist, der gerade seine Streife beendet, sich wünscht? Vielleicht, dass er eine hochleistungsfähige Suzuki GSX-R verfolgen muss? Am 13. Mai 2023 um 22:13 Uhr bemerkte Trooper R. Matthews, der gerade dabei war, seine Streife zu beenden, dass eine dunkle Suzuki GSX-R die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt und wie eine Rakete davonbrauste. Als das Sportmotorrad von der I-85 auf die State Route 400 North abbog, schaltete er seine Blaulichter ein, doch anstatt anzuhalten, überholte der Fahrer unrechtmäßig ein anderes Fahrzeug auf seiner Spur und begann bewusst eine Verfolgungsjagd, während er sich umschaute.
traffic, about 10 feet into the back of another car. He is far right lane, using the right shoulder. Coming up the lane, coming up the lane. Stay where you're at, stay where you're at. Moving all the way over to the right, and taking the exit ramp. Taking Lennox. Die Verfolgung auf der State Route 400 in Richtung Norden wurde durch eine plötzliche Kehrtwende an der Ausfahrt Lennox Road wieder in Richtung Süden fortgesetzt. Dabei verlor der Motorradfahrer fast die Kontrolle über sein Fahrzeug, konnte es aber auf der Straße halten. Die GSX-R mit hoher Drehzahl erhöhte durch aggressive Beschleunigungsmanöver die Gefahr auf den Autobahnen von Atlanta. Far left lane, a little bit more traffic. They're coming to you. Alright, you better get on it. Far left lane, coming up the city market, he's making his way all the way over. I might be trying to take the exit again. Alright, back left. Alright, stay in south. Connector south. They're on 85 south corner. Far right shoulder. Check with Phoenix. Aus welchem Land verfolgen Sie uns? Gibt es solche Verfolgungsjagden auch dort, wo Sie leben? Finden Sie die Methoden der amerikanischen Polizei im Umgang mit flüchtenden Fahrern richtig? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. HOV lane. They're in HOV lane. Past Buford Highway. Be around in the curve, coming up to 75, still HOV lane. Going all the way over to the right. Gonna take 75, taking 75. Clear the right lane, about 675. Die Verfolgungsjagd führte erneut auf die I-85 South und von dort auf die I-75 North, wo der Fahrer alle Fahrspuren nutzte und sich nicht um andere Fahrzeuge kümmerte. Diese Manöver waren mit dem Motorrad teilweise leicht auszuführen, aber für ein Polizeifahrzeug war es sehr schwierig, diesem Motorrad zu folgen. Making his way over to the number two lane. Clear, get this number 2 lane. Wie wir im ersten Fluchtvideo erwähnt haben, wurde der Fahrer erneut gefasst, ohne dass die Polizei eingreifen musste. In der Rechtskurve an der Ausfahrt Moores Mill Road verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Straße ab, überschlug sich und wurde auf den Grasstreifen geschleudert. Der Fahrer stand auf, hob die Hände und ergab sich.
Als sein Helm abgenommen wurde, fiel der Geruch von Alkohol und seine blutunterlaufenen Augen auf. Der Fahrer gab zu, bei der Formula-Drift-Veranstaltung 2 Bier getrunken zu haben und wurde zusätzlich wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Er wurde auf die Georgia Implied Consent-Regel hingewiesen, lehnte jedoch einen Atemtest ab. Da Grady EMS nicht erreichbar war, wurde der Fahrer ins Grady Memorial Hospitals gebracht und in die Unfallstation aufgenommen. Aufgrund der hohen Auslastung wurde er mit einer Vorladung vor Gericht wieder freigelassen. Jetzt sind wir auf den verrückten Straßen Brasiliens unterwegs. Motorradpolizisten verfolgen Fahrer, die keine Helme tragen und gefährlich Motorrad fahren. Auf den Straßen der Stadt beginnt eine Verfolgungsjagd mit engem Kontakt. Die Motorradpolizei namens ROCAM lässt diesen Fahrern mit ihren überragenden Fahrkünsten keine Verschnaufpause. Sie verfolgt sie so lange, bis sie einen Fehler machen. Die labyrinthartigen engen Straßen und der dichte Verkehr Brasiliens sind für regelwidrige Motorradfahrer kein sicherer Zufluchtsort mehr. Para, João! In den Metropolen Brasiliens verfolgen die ROCAM-Teams Fahrer, die keinen Helm tragen, keine Kennzeichen haben oder mit gestohlenen Fahrzeugen den Verkehr behindern, mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Straßen der Favelas und in den zentimeterbreiten Lücken zwischen den Fahrzeugen, wo normale Streifenwagen nicht hinkommen. Auch wenn es keine detaillierten Polizeiberichte wie bei Verfolgungsjagden in den USA gibt, zeigen diese klaren Bilder alle Details der Flucht. Nach unseren Recherchen dienen diese Fluchten eher dazu, Stärke zu demonstrieren oder Popularität zu gewinnen, als dass sie aus kriminellen Gründen erfolgen. Acabou a graça, Steve. Vai, garoto. Deita. Bota a mão para trás. Wie Sie sehen können, begeht der Fahrer schließlich einen Fehler und wird von der Polizei schnell gestellt. Gegen Fahrer werden Strafen wegen Nichtbeachtung von Stoppzeichen, gefährlichem Fahren und Motorradfahren ohne Helm verhängt. Secom, Rua João da Cruz de Souza. Apoio, consegue. Rua João da Cruz de Souza. Apoio, consegue.
Fica assim, viu, filho? Tá entendendo? Tá bom. Fica assim. Fotinha. Parabéns, Chibi. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden. Roubada a moto, filho? Não, senhor, Então o que você tá correndo então? eu tô lá.